Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man so eine kleine Tasche, so eine Klatsch häkelt. Sie sieht so aus, innen drinnen, die Seite, es ist ungefähr 3 cm breit und hier ist 22 cm und die Höhe können Sie auch selbst bestimmen, indem die Deckelhöhe oder umgekehrt nach unten angebracht wird. Die Höhe beträgt 15 bis 16 cm, ja, je nachdem. So, diese Tasche wurde aus Polypropylencord gehäkelt und ich zeige euch Unterschied von Basic Cord und Multicolor Cord und erzähle, wie viel Reihen muss man anpassen, um diese 22 cm Breite rauszukommen. Als erstes möchte ich einen Unterschied zeigen zwischen Basic Cord und Multicolor Cord. Beispiel hier, schauen Sie, direkter Vergleich, Multicolor ist ein bisschen dicker, 1 mm oder so. In Eigenschaften sind 200 Gramm in jedem Knäuel, allerdings hier 115 Meter, hier nur 105 Meter, klar, weil es dick ist. Die 3 Taschen habe ich gehäkelt mit derselben Maschenanzahl am Anfang, mit 34 Maschen, aber mit unterschiedlicher Reihenanzahl, damit ich auf dieselbe Masse von 22 cm rauskomme. Und zwar hier sind 16 Reihen, hier sind nur 15 Reihen, genau wie hier. Das spiegelt sich auch im Verbrauch. Zum Beispiel diese Tasche von Basic Cord reicht eine Knäuel für diese Maschenanzahl, betone ich immer, weil Sie können auch variieren, weniger oder mehr Maschen anfangen, das erzähle ich auch später. So, und für die 2, für lila und diese blaue Tasche, für diese Größe und für diese Maschenanzahl wird eine Knäuel nicht reichen. So wie für diese Tasche reicht dann auch nicht für eine Quaste. Das heißt, wenn ihr genau das alles selber wie bei mir machen wollen, mit Quaste, mit allem drum und dran, dann rate ich 2 Knäuel nehmen. Ist egal, oder Basic oder Multicolor. Und ich weiß nicht, wie ihr häkelt das, vielleicht bisschen mehr locker oder umgekehrt fester, dann müsst ihr auch anschauen, die Breite und gegebenenfalls anpassen an Reihenanzahlen. So, das ist zum Verbrauch. Jetzt erkläre ich, wie das ausrechnen mit Anfangsmaschen. Die Tasche besteht aus einem Stück. Und dieses Stück wird gehäkelt in Hin- und Rückreihen. Also man fängt mit einer Luftmaschenkette an. In meiner Tasche sind 34 Luftmaschen plus eine Luftmasche zur Steigerung in die erste Reihe. Also als erste 35 Luftmaschen. Dann häkelt man hin, dann an dieser Seite werden immer Zunahmen sein, und zwar 3-mal. Also hier Zunahme, hier und da Zunahme. Und diese Zunahmen werden nicht direkt übereinander stehen, sondern ein Masche vor, ein Masche zurück, jede Reihe unterschiedlich. Das können Sie selber entscheiden. Und wenn ihr möchtet, klar, kann man auch gegenüber machen direkt, dann wird ein bisschen eckiger ausfallen dann in diesen Seiten.
ja, sieht auch nicht schlecht aus, wie ihr wollt. So, das war Reihe Nummer 1, 3 Zunahmen und häkelt man zurück, Luftmasche immer am Ende zur Steigerung und häkelt man weiter. Gehäkelt wird immer in hintere Wand, dann entsteht so eine Rippenmuster. So, und dann bei der letzten Runde einmal noch hier umhäkeln, damit das stabile bleibt. Und eigentlich das ist das Prinzip, wie man das häkelt. So, wenn ihr wollt, dass eure Tasche zum Beispiel als Handytasche wird, das heißt länglich, nicht so in die Breite wie hier, sondern kleiner, aber länger. Dann müsst ihr als erste Luftmaschenkette mehr Maschen machen. Ich weiß nicht genau, ihr könnt das ausrechnen, indem ihr ein Beispiel häkelt von diesem Muster und rechnet, wie viele Maschen in 10 cm sind, dann ungefähr wie viel wollt ihr das haben, mit Umklappen nicht vergessen, alles nachmessen, ausrechnen und dann habt ihr diese allererste Luftmaschenkette mit eurer Maschenanzahl und häkelt genau dasselbe wie in diesem Video, nur es wird ein länglicher Teil sein und dünnerer Teil. Klar, der Handy ist dünn und häkelt er weniger Reihen. So ungefähr mein Handy, 1, 2, 3, 4, also 8 Reihen reicht dann. So, allerdings, wenn ihr Tasche zum Beispiel breitere wünschen und noch größere wünschen, dann ist auch als erste diese Luftmaschenkette mehr Maschen machen und auch mehr dann Reihen machen. Und in jeder Reihe, klar, auch so weiter 3 Zunahmen sein, dass diese Halbkreis wächst auch mit. Also praktisch bis hier, bis diese Stelle ist eine Viereck. Und da wird immer hin und her ohne Zunahmen gehäkelt. Und ab hier fängt der Halbkreis an und wird immer Zunahmen an 3 Stellen vorgenommen. So, ich hoffe, habt ihr es soweit verstanden und fangen wir an. Materialien, die welche ich für die Tasche benutzt habe, einmal Garn, Basic Cord oder Multicolor Cord. Sie können auch aus anderem Material die Tasche häkeln, allerdings dann werden die Abmessungen unterschiedlich sein. So, dann habe ich Häkelnadel Nummer 5 benutzt. Braucht man irgendwas zu messen, Wollnadel zu vernähen eventuell, Maschenmarkierer, Feuerzeug zu versiegeln, die Enden von den Garn, Magnetknopf zum Tasche zum Schließen, 2 Karabinerringe, Kette oder Riemen, wer was mag, und Schere. Und noch ein kurzer Tipp, wie man die 2 Garnenden verbinden kann. Es ist ganz einfach. Einmal Feuerstelle, Feuerzeug oder Kerze. Das Garn einfach langsam runterlassen und dann sehen Sie, dass der Garn schmilzt schon. Zusammendrücken, vorsichtig, kann heiß sein und fertig. Kann man weiter häkeln. Als erstes macht man eine Luftmaschenkette aus 34 Luftmaschen und dazu kommt noch eine Steigerungsmasche zur ersten Reihe, also insgesamt 35 Luftmaschen. So, eine Knote machen und 1, 2, 3 und so weiter. 35 Mal.
35 Luftmaschen. Die bewegliche Masche hier zählt man nicht. Das ist eine Arbeitsmasche. So, dreht man zur Seite. Schauen Sie hier auf die Seite, so welche Stellen. Die Stellen werden wir häkeln. So, 34 Stellen muss das sein. Wer nicht sicher ist, kann von Anfang an zählen. Diese Stellen sollen 34 Stück sein. Allererste hier, diese nicht direkt, wo das Masche geht, sondern diese nächste. Das ist allererste Masche. Häkelt man eine feste Masche rein. So, dann in die nächste. Und bis man 33 Maschen gehäkelt hat. Am Ende, die Masche Nummer 34, wird verdreifacht. Das heißt, in letzte Masche häkelt man 3 feste Maschen rein in eine Stelle. So, ihr häkelt so weiter bis zur allerletzte. 33 Maschen sind fertig. Wie man die Maschen zählt, schauen Sie bitte hier. Diese Zöpfchen, das ist eine Masche. 1, 2, 3, 4 und so weiter, bis man 33 so welche Zöpfchen hat. So. Und jetzt das Masche Nummer 34 und da häkeln wir 3 Maschen rein. Also in einer Stelle 3 Maschen. 1, 2 und 3. So. Jetzt haben wir umgedreht auf die andere Seite und häkeln wir wieder zurück. So. Und praktisch wird Masche gegen andere Masche stehen. So, dieses Endstück einfach hinlegen. Es wird reingehäkelt. Und fängt man hier an. Da schauen Sie. Hier. Da ist Masche Nummer 33. So, das legt man da rein. Und eine feste Masche häkeln. Fertig. Dann die nächste. Und so weiter bis zu Ende, bis alle Maschen durchgehäkelt sind. So, ihr häkelt selbstständig bis zur letzten Masche. Und allerletzte Masche, schauen Sie bitte hier. Da ist die allerletzte Masche. Da ist sie. Und hier, diese Masche war eine Steigerungsmasche. Also gegenüber von dieser V ist die letzte Masche. So, fertig. Am Ende von jeder Reihe wird eine Luftmasche sein zur Steigerung. So, so sieht das aus. Wir haben 33 Maschen in einer Richtung gehäkelt, dann 3 zusammen in einer Stelle gemacht, also 3 feste Maschen in einer Stelle und dann 33 Maschen zurückgehäkelt. So, eine Luftmasche zur Steigerung. Dreht mal um. Reihe Nummer 2. Es wird gehäkelt jetzt nur in hintere Wand. Schauen Sie, wo die bewegliche Masche rauskommt. Diese Masche häkelt man nicht. Dann kommt in die nächste, die 2 Faden. Und häkeln wir nur in die hintere Wand. Eine feste Masche häkeln. Dann die nächste und so weiter. Bis man wieder alle 33 Maschen durchgehäkelt hat. Also ab jetzt wird immer in hintere Wand gehäkelt und auch zusammen so gemacht.
So sieht dann aus. So sieht von der Seite aus. So, ihr häkelt weiter bis diese Stelle, wo 3 Stück waren. So, jetzt schauen Sie bitte hier. 1, 2, 3. Da sind 3 Maschen an einer Stelle. Jetzt verdoppeln wir jede von dieser Masche. Das heißt, hier 2 Maschen, hier 2 und hier 2. Wer sich nicht orientieren kann, welche Masche wohin, dann kann auch Maschenmarkierer benutzen und zum Beispiel allererste von die 2 markieren. 1, 2. Die allererste davon markieren. So. Dann hier 1, 2 in einer Stelle und dann hier 1 und 2 in einer Stelle. So, es wird in jeder Reihe 3 Zunahmen sein. Sie können markieren, können Sie auch so lassen, wie es Ihnen lieber. Und jetzt einfach zurück alle diese Masche bis zu Ende, bis hierhin durchhäkeln. So, die Reihe Nummer 2 ist fast zu Ende, allerletzte Masche. Durchhäkeln, Luftmasche nicht vergessen, drehen. Und wie können Sie auch vorstellen, dann weiter wird es einfach mit fester Masche gehäkelt bis zu dieser Stelle, wo Verdopplung war. Wer hat markiert bis zur Markierstelle, wer kann sich so orientieren bis zur Verdopplungsmasche weiter häkeln. So, jetzt bin ich an dieser Stelle, wo Halbkreis anfängt. Hier jetzt aktuell 6 Maschen und wir müssen 3 Zunahmen machen. Das heißt, jede zweite Masche wird zugenommen. Es ist vollkommen egal, welche erste oder zweite. Hauptsache zwischen Zunahmen wird eine Masche sein. Ich fange direkt bei dieser ersten Masche an und mache ich 2 feste Maschen in einer Stelle. Dann eine normale Masche. Jetzt wieder Zunahme. 2 Maschen in einer Stelle. Dann einfachste und jetzt wieder Verdopplung. So, und die markierte Stelle war die erste Verdopplung von der vorherigen Reihe. Das waren die Zunahmen in die Reihe Nummer 3. Jetzt häkelt er weiter bis zu Ende, Luftmasche zur Steigerung, dreht er rum und kommt in die Runde Nummer 4. Und hier werden ebenfalls 3 mal Zunahmen sein. Ihr müsst nur schauen, vielleicht einmal vor die vorherige Zunahme machen oder eine nach dem machen. Es ist vollkommen egal, an welcher Stelle. Hauptsache nicht gegenüber, dass die ein bisschen eckig dann rauskommt. Ich kann zeigen auf die andere Tasche. Hier. Bis hier ist 33 Maschen runter. Ab hier fängt der Halbkreis an. Und hier kann man genau sehen, wo Zunahmen waren. Da und da. Mal hier, mal da. In die Mitte und hier auch. Mal hier, mal zurück, mal nach vorne und immer verschoben. So, wenn man genau an dieselbe Stelle macht, vielleicht ist auch wünschenswert so, dann wird ein bisschen eckig ausfallen, diese Ecken, und ja, wird dann so sein, ein bisschen eckig. Ist auch nicht schlimm, sieht auch schön aus. So, ich denke, ihr habt dieses Prinzip verstanden. In jeder Reihe am Halbkreis 3 mal Zunahmen machen. An welcher Stelle entscheidet ihr selbst. Die Breite bzw. die Reihenanzahl beim Basic Chord
war bei mir 16 Reihen. Also Reihen zählt man von die Mitte oder kann man nach Pärchen zählen, diese Stelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder einzelne Reihe 1, 2, 3, 4 und so weiter. Es sind 16 Reihen. Und dieser Zopf guckt nach vorne, das ist rechte Seite. Okay. Bei Multicolor Cord war bei dieser Tasche zum Beispiel 15 Reihen nur. Aber das kommt genau an dieselbe raus, 22 cm. Genau wie hier, 22 cm. Also könnt ihr selber entscheiden, wie breit eure Tasche wird, 15 Reihen oder 16 Reihen. Ich lasse es euch entscheiden. Und so weiter häkeln und dann treffen wir uns wieder. Ich habe 15 Reihen gehäkelt, kann man nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und plus noch diese Reihe, also 15 Reihen. In die Breite es ist auch 22 cm. So, jetzt kann man schon die Tasche zusammen nähen oder häkeln. Aber bevor wir das tun, allererst braucht man 2 Maschenmarkierer und markiert man diese Stelle. Ich drehe jetzt auf die linke Seite, also innere Seite. Und ich habe bei Masche Nummer 30 markiert, auf beide Seiten von hier anfangen zu zählen. Bis hier ist Masche Nummer 30 markiert. Und zwar, es wird so umgeschlagen und hier wird dann zusammen vernäht oder verhäkelt. So, und ihr müsst vorstellen, dass dann so geht die Deckel zu. Ihr könnt das selbstverständlich selber raussuchen, wie hoch das soll sein, an welcher Stelle. Vielleicht habt ihr Lust noch mehr zu machen und der Deckel wird dann kleiner sein. So ungefähr. So. Das ist klar. Okay, als nächstes müssen wir wieder auf die rechte Seite umdrehen. Die Stelle noch einmal mit fester Masche umhäkeln, damit das beim Tasche bei Tragen irgendwann nicht ganz auseinander geht, weil es schon wie Gummi geht. So. Und häkeln durch einfach jede Reihe. Einmal wird oben sein, einmal wird unten sein, oben, unten und so weiter. In jeder Reihe ganz am Ende eine Festmasche. So, hier sehen Sie diese Stelle, diese Strich, direkt unter dieser Strich, erste Masche. Dann schauen Sie hier, unten ist so eine Öffnung. Dann weiter wieder dieser Strich und dann direkt Masche. Und dann hier ist also eine Öffnung da rein. Und so weiter. Man häkelt den ganzen Rand bis hier. So, jetzt bin ich in die Mitte und schauen Sie hier direkt in diese Öffnung in die Mitte durchstechen. Und dann hier wird es umgekehrt sein. Diese Stellen, wo Striche waren, die sind jetzt auf anderer Seite. Und ihr müsst so vorstellen, dass der Strich hier wäre. Also dann hier wird dann, Moment, erstmal hier rein. Dann kommt diese Öffnung.
und so weiter wieder diese und hier praktisch unter diesem Strich und dann hier und so weiter. So, diese Seite fertig umgehäkelt, sieht man jetzt rum. Es liegt mit der rechten Seite zu uns und jetzt müssen wir das Seiten zusammennähen oder häkeln. Allerleichteste Variante mit Wollnadel, ungefähr 30 cm oder so abschneiden, dann in Wollnadel rein und zusammennähen. Kann man unter der einen Faden nähen oder unter der zwei Faden. Ist egal, wie es Ihnen lieber, wie ihr das wollt. So. Danach wird das auf die andere Seite umgedreht. Ich mache das aber mit Häkelnadel. Und zwar, ich werde das zusammen häkeln mit Kettmaschen. Unter der eine Faden, welche zu mir schaut, und dass die spiegelverkehrt auf die andere Seite, welche ganz weit von mir ist. Praktisch hier und hier, unter diese zwei. Klar kann man unter den beiden machen, aber ich zeige euch, wie das aussieht, wenn man unter der einen nur häkelt. Nämlich wird dann das so, Strich mal hier und dann zurück. Also mir persönlich gefällt das so. Das ähnelt sich den Muster hier. So, ihr könnt machen, wie ihr das wollt. Und ich zeige, wie ich das gemacht habe. So, okay, alles klar. Rechte Seite zur rechten Seite. An diese Maschenmarkiererstelle. So, Marke ab. Diese allererste Faden, welche nah an mir ist. Und dann diese, welche Faden weit von mir ist, ziehe ich erste Kettmasche durch. So, gezogen. Bisschen gedreht. So, dann nächste. Genau, nächste Masche hier und nächste Masche hier. Und durch die erste ziehen. Dann nächste Masche hier, nächste da und ziehen. Und da entsteht so ein Zopf. Hier. Und so weiter, bis alle letzten Maschen durchgehäkelt sind. So sieht das aus, die Seite. Und alle letzten zwei Maschen, die stehen direkt nebeneinander, in die beiden durchziehen und Garn rausziehen. So, jetzt Garn abschneiden und unbedingt Ende versiegeln. Weiter verstecken, einfach ziehen durch mehrere Maschen. So. Kann man einfach so nach oben ziehen und verstecken. Und genau dasselbe macht man jetzt auf die andere Seite. Als erste Garn versiegeln. Und hier anfangen. So, schauen, welche ist hier seitliche Masche. Das ist seitliche Masche. Und genau hier fangt man an.
So. Und hier Maschen markiere. Fertig. Jetzt zieht man durch diese 2 Maschen erst. Und kann man ganz normale feste Masche erst machen, damit das nicht rausrutscht dann, diese Ende. So, und wie vorher, Masche zu Masche mit Kettmasche verbinden. So, die andere Seite ist auch fertig. Die Endstücke versiegeln und verstecken. So, jetzt kann man die Tasche auf die rechte Seite wieder rausmachen. So, umdrehen. Und so, schauen Sie hier. Wie sieht das aus? Und die Seite auch. So. Und sind wir fast fertig. Als letzte empfehle ich einen Magnetknopf. Und zwar die dünne Seite hier oben platzieren. Schauen genau, wo Mitte ist. So nach oben. Ungefähr hier. Nähen. Hier als erster. Dann Tasche, was reintun, was ihr normalerweise in diese Tasche reintun wollen. Handy, Schlüssel, Geldbeutel und noch alles anderes. Und erst dann die andere Seite vom Magnet nähen. Dann macht ihr das zu, klappt das Deckel zu, damit das richtig auf die richtige Höhe kommt und dann vorsichtig so aufmachen, diese Magnet an dieser Stelle dann nähen, wo das ist. Wenn ihr jetzt direkt ohne die Tasche zu füllen nähen, einfach so umklappen, dann später, wenn die Tasche voll wird, klar, der hat sein Volumen dann Deckel geht nicht zu. Also unbedingt als erstes das nähen mittig, dann Tasche befüllen und dann erstmal suchen die andere Position. So, und dann nähen. Außerdem kann man so eine schöne Quaste machen mit einer Karabinanhänger oder einfach mit Stück Garn zum Aufhängen, geht auch. Wie das gemacht wird, schauen Sie auch bei meinen Videos. Unten in der Beschreibung stelle ich Link dazu. So, außerdem braucht die Tasche auch Karabinenringe. Die gehen ganz leicht auf und zu. Irgendwo an die Seite anbringen, so wie hier. Und klar, eine Riemen oder Kette, egal was ihr wollt. Oder können Sie auch zum Beispiel selber häkeln. Auch eine Riemen. Das geht auch. Auf jeden Fall schauen Sie, alles steht unten in der Beschreibung. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Und ich hoffe, mein Video war nützlich für Sie. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.